wie wir generationsübergreifende Scham und generationsübergreifendes Trauma von einer Generation zur anderen weitergeben. Ich möchte dazu etwas sagen zu Scham. Scham ist eigentlich eine positive Emotion, die hindert uns daran, andere Menschen zu verletzen. Wenn wir uns unserer Scham bewusst sind, dann verletzen wir andere Menschen nicht. Und das sind unsere Grenzen und sind unsere Werte. Also, wenn wir in einer Ehe miteinander abmachen, dass wir einander treu sind, dann ist das unser Wert. Wenn aber jetzt ein Ehepartner fremd geht, dann hat er eigentlich seine eigenen Grenzen überschritten, seine Werte, die er für sich definiert hat, dass er treu ist, da hat er seine Grenze gegen außen überschritten und ist wenn das zwei Individuen sind, dann ist hier die Grenze, dann ist der fremdgehende Part hat seine Grenze durchbrochen, die hier ist, und ist durch die Grenze seines Partners gedrungen und hat seinen Partner verletzt. Und wenn wir aber gesund mit unserer Scham umgehen können, dann verletzen wir andere Menschen nicht. Aber wir sind ja alle nicht perfekt. Das kann passieren, dass wir da so Grenzüberschreitungen machen, dass wir andere Menschen verletzen. Wenn wir uns dieser Scham bewusst sind und uns dieser Grenzverletzung bewusst sind, dann übernehmen wir Verantwortung für unsere Handlung und können dem Partner in die Augen schauen und können sagen, ich habe dich verletzt. Ich habe meine Grenze überschritten und ich habe deine Grenze überschritten. Ich habe dich verletzt und es tut mir wahnsinnig leid. Und mit einem Umgang wie diesen kann man die Grenzen wiederherstellen und man kann das Vertrauen wiederherstellen. Und ich möchte anhand von einem Beispiel von einer Familie aufzeigen, was passiert, wenn dieses Herstellen von Grenzüberschreitungen nicht passiert und wie wir die Scham, die wir eigentlich empfinden, an die nächste Generation weitergeben oder an andere Menschen weitergeben. Ich habe schon mehrfach über diese Familie gesprochen. Das ist eine Familie, das ist ein Elternpaar mit 3 Kindern. Das älteste Kind ist eine Tochter und dann kommen 2 Brüder, einer, der nahe an der älteren Tochter ist und ein Sohn, der viel jünger ist. Die älteren beiden, also die Tochter und auch der ältere Sohn, die sind beide behindert. Und das einzige gesunde Kind ist der kleinste Sohn. In dieser Familie wurde über diese Behinderungen nicht gesprochen. Da war Scham um Behinderungen. Zu der Zeit, als die Kinder zur Welt kamen, war das beschämend, behinderte Kinder zu haben. Also hat man nicht darüber gesprochen und hat das auch nicht wirklich angeschaut. Die Tochter, die kam mit Schmerzen zur Welt, mit einer Hüftdysplasie, und die hatte vom ersten Tag an Schmerzen in ihrem Körper und das hätte man eigentlich korrigieren können, aber weil man sich geschämt hat, hat man das nicht gemacht. Der Vater hätte auch gerne einen Sohn gehabt und nicht eine Tochter. Und das hat
das kleine Mädchen zu spüren bekommen. Zum Hintergrund von den Eltern ist zu sagen, der Vater, der kam aus einer Familie, in der er als Kind beschämt wurde. Also der Vater, von dem weiß man, dass der als Kind vor seinen Vater hinstehen musste. Am Ende der Woche, am Samstag, mussten alle Kinder vor den Vater stehen und dann wurden sie mit dem Ledergurt verprügelt für das, was die Kinder angestellt hatten unter der Woche und wenn sie nichts gemacht haben für das, was sie dann in der nächsten Woche anstellen werden. Die Mutter kam aus einer Bauernfamilie, die hatten einen großen Hof, die waren auch angesehen im Dorf und die Geschwister da war keine Gewalt in der Familie und die Geschwister, die hatten eigentlich einen sehr, sehr guten Zusammenhalt und einen Umgang miteinander auch auf Augenhöhe. Der Vater, der wurde als Kind beschämt, zutiefst beschämt und auch zutiefst traumatisiert. Der Vater, und das ist vermutlich, kommt das von ganz vielen Generationen zurück, dass diese Gewalt weitergegeben wurde und auch diese Beschämung weitergegeben wurde. Der Vater, der hat seine Tochter beschämt, indem er sie nicht bei ihrem Namen gerufen hat. Der Vater, der hat der Tochter einen Bubennamen gegeben und hat sie bei diesem Namen gerufen, so einen Übernamen sagt man dem, ein Neckname, oder ich weiß auch nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. Und der Name, der war der Name eines Nachbars. Und dieser Nachbar wurde vom ganzen Dorf ausgelacht, weil der ein bisschen dicklich war, weil er O-Beine hatte und weil er nicht richtig gehen konnte, weil er auch eine Hüftbehinderung hatte, wie seine Tochter. Und der Vater, der hat sich einen Spaß draus gemacht, diese Tochter mit diesem Namen zu rufen und die Tochter hat den Namen gehasst. Das kleine Mädchen, das hat sich gewehrt und wenn es sich gewehrt hat, dann hat sich der Vater noch mehr lustig gemacht. Wenn das Mädchen Schmerzen hatte und seinem Vater gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich kann nicht mehr laufen, wenn sie wandern gingen oder Skifahren, dann hat der Vater gelacht und gesagt, sei nicht so ein Waschlappen, beiß auf die Zähne, lauf mal anständig und lern mal endlich laufen und reiß dich zusammen. Das Verhalten dieses Vaters, das hat damit zu tun, mit seiner eigenen Scham. Der hat sich für das Kind geschämt, der wollte nicht hinschauen und darum hat er sich lächerlich gemacht über das Kind. Also der Vater, der wurde als Kind beschämt und der musste ja auch die Zähne zusammenbeißen und der musste ja auch stark sein. Und diese Glaubenssätze, die hat er der Tochter infiltriert. Also da hat sehr, sehr viel psychologische Verletzungen drin, das nicht ernst genommen werden der Tochter, dass sie nicht gesehen wird und die Tochter, die hätte eigentlich Liebe verdient von ihrem Vater, die hätte es verdient, in den Arm genommen zu werden und dass man sie, als sie geboren wurde, dass man diese medizinische Versorgung, die man machen hätte können, gemacht hätte und das wurde nicht gemacht. In der Tochter, das kleine Kind, das kleine Mädchen, das hatte keine Ahnung. Das kleine Mädchen kam auf die Welt mit den Schmerzen und das hat ja keine Referenz. Das ist wie wenn
ein Kind blind auf die Welt kommt, dann sieht es die Farben nicht, die wir sehen. Und diese dunkle Welt ist dann die Welt des Kindes. Das hat ja keine Referenz. Und bei diesem kleinen Mädchen waren die Schmerzen, das hat gedacht, oder in ihrer Welt, in der Welt des kleinen Kindes hatte jedes Kind dieselbe Empfindungen, weil wir denken ja, dass andere Menschen gleich fühlen wie wir selber. Und das kleine Mädchen hat sich geschämt, dass es ein Mädchen ist, weil der Vater nicht aufgehört hat, sie bei einem Männernamen oder bei einem Bubennamen zu rufen. Das hat sich dafür geschämt, dass es ein Mädchen ist. Dann hat es sich dafür geschämt, dass es schwach ist, weil der Vater gesagt hat, du musst stark sein und sei jetzt nicht so ein Waschlappen und reiß dich zusammen. Und hier können vielleicht die Männer mit mir mitfühlen oder wie mit diesem Mädchen mitfühlen, wie das, wenn man keine Gefühle zeigen darf, wenn einem als Mann gesagt wird, du bist stark und du darfst keine Gefühle haben und du darfst nicht weinen. Ein Mann weint nicht, ein Mann hat keine Gefühle. Und das wurde mit diesem Mädchen gemacht. Du darfst deine Schmerzen nicht fühlen. Und dieses Mädchen, das hat angefangen, sich zu schämen. Jetzt bei Scham ist es so, dass wenn man sich schämt, dann kann man sich ja auch nicht entfalten, weil dann fühlt man sich minderwertig und nicht wert, gesehen zu werden. Und dieses Mädchen hat sich immer mehr zurückgezogen und zurückgezogen und zurückgezogen. Das hat, wenn der Vater sie bei der Hand genommen hat und auf einen Ausflug mitgenommen hat, wenn er zu seinen Affären gefahren ist, zu den Frauen, mit denen er seine Frau betrogen hat, dann war das Mädchen glücklich. Dann wurde es gesehen vom Vater und der Vater hat dann dem Mädchen gesagt, werd ja nie wie deine Mutter. Werd ja nie so wie deine Mutter ist schlecht. Und das Mädchen hat sich noch mehr angefangen zu hassen und zu schämen, weil es ein Mädchen war, weil es ja auch es hat dann versucht, so zu werden wie der Vater, um dem Vater zu gefallen. Der Vater, der ist fremdgegangen und wenn der nach Hause kam und die Ehefrau ihm gesagt hat, wo warst du wieder? Warst du wieder bei der und der oder was? Die hat das ja gemerkt, dass der fremd geht. Dann wurde dieser Mann wütend, der hat dann die Frau beschämt, der ist auf die Frau los. Und indem er sie so klein gemacht hat und erniedrigt hat, du bist ein Dreck wert, du bist gar nichts wert und du bekommst keine 5 Rappen, wenn du gehst, konnte er sich wieder gut fühlen, der hat sich dann wieder gut gefühlt und die Frau hat sich auch geschämt. Die hat dann die Scham angenommen von diesem Vater, dass sie nicht gut genug ist. Und die hat auf ihre Art versucht, ja, immer, sie hat dann den Eindruck gehabt, wenn sie sich schön macht oder wenn sie die war sehr so perfekt, die Mutter wurde immer perfekter und perfekter und also hat Kleider gekauft und wollte die perfekte Hausfrau sein und dachte, sie wäre schuld, die hat diese Schuld und diese Scham übernommen, die der Ehemann über sie gestülpt hat. Und ich habe am Anfang gesagt, was eigentlich ein guter Umgang wäre mit Scham. Wenn wir Scham ist unser Regulator für unsere Grenzen und um nicht die Grenzen von anderen Menschen zu überschreiten. Also dieser Vater, der hat die Grenze der Mutter überschritten, indem er sie betrogen hat. Und der hat die Grenze seiner Tochter überschritten, weil ein kleines Kind, das hat eigentlich
das hat das Recht auf die notwendige medizinische Versorgung und das wurde dem Mädchen nicht gegeben. Und es hat ein Recht auf Liebe. Kinder sollten geliebt und gehalten werden und nicht als als Besitz betrachtet werden, dass wir mit den Kindern machen können, was wir wollen. Das Mädchen oder alle Kinder, die haben gesehen, wie der Vater mit der Mutter umgeht, wie der sie erniedrigt. Und der Vater, der hat auch die Kinder geschlagen. Also wenn er wütend war, wenn die Mutter ihn wütend gemacht hat, indem sie ihre Grenzen klar definiert hat, die hat eigentlich Grenzen gesetzt ihrem Mann und sagt, so nicht. Und dieser Mann hat diese Grenzen nicht gewahrt. Also der hat seine eigenen Grenzen überschritten, indem er seine Werte auch verletzt hat und hat die Grenzen der Frau überschritten und hat die immer wieder verletzt und verletzt. Und hier kommt die Scham wieder ins Spiel. Also dieser Mann, der wurde als Kind beschämt. Und beschämen heißt eigentlich, jemandem zu sagen, du bist nicht okay, du bist schlecht. Also man ist, der Unterschied zu Schuldgefühlen wäre, dass man sich schuldig fühlt. Also wenn sich dieser Mann hier schuldig gefühlt hätte, dann hätte er die Grenzen wieder erstellen können, das Vertrauen wieder herstellen können. Wenn man aber einem Kind, und das hat man vermutlich diesem Mann gesagt, du bist schlecht. Und der hat sich schlecht gefühlt, der hatte auch keine Schuldgefühle mehr, der hatte keine Scham und keine Schuldgefühle mehr und hat um sich selber, um das zu rechtfertigen, dass er diese Grenzen überschreitet, hat er dann auch die Kinder geschlagen. Der hat das kleine Mädchen verprügelt und hat das kleine Mädchen in die dunkle Heizung gesperrt. Das Mädchen, das hatte irgendwann Albträume, also das hat sich immer mehr zurückgezogen, das hat sich geschämt, dass es ein Mädchen ist. Das hat sich geschämt ja, das ist Scham, wenn man den eigenen Wert nicht mehr erkennt, dann schämt man sich. Und wenn man aber den eigenen Wert erkennt und mit dieser Scham, die uns reguliert, gesund umgeht, dann kann man auch Grenzen setzen und dann werden diese Grenzen gewahrt. Und das Mädchen hat durch dieses Verhalten dieses Vaters, das hat nie gelernt, Grenzen zu setzen. Das wurde so immer kleiner und kleiner und kleiner. Und das Mädchen hat dann ein Verhalten entwickelt, nur wenn es gut ist und wenn es stark ist es okay. Und das Mädchen hat den Zugang zu den eigenen Emotionen verloren und hat den Zugang zu ihrem eigenen Wert verloren und wurde so zu einer Person, die stark ist. Die kann das. Das Mädchen hat dann irgendwann auch angefangen, ich bin ja stark. Und das hat ja auch die Mutter immer gesagt, ich bin schwach und du bist mal stärker als ich. Und das Mädchen hat dann angefangen, die Mutter zu beschützen. Als das Mädchen gesehen hat, dass hier, was der Vater, dass diese Wut und dieser Zorn vom Vater und diese Gewalt vom Vater, dass was das Verhalten des Vaters eigentlich nicht okay ist, hat das Mädchen angefangen, die Mutter zu beschützen.
Und das Mädchen hat irgendwann auch angefangen, versucht zu regulieren, mit dem Vater zu reden. Also das Mädchen hat sehr, sehr früh Verantwortung übernommen in dieser Familie, weil ihr wurde auch gesagt, du bist die Älteste, du hast vernünftig zu sein, pass auf deinen Bruder auf den Größeren, pass auf den Kleinen auf den ganz Kleinen. Und du bist verantwortlich und du hast deine Bedürfnisse zurückzustellen. Die Bedürfnisse der Jungen sind wichtiger als deine Bedürfnisse. Das sind so die Mechanismen, die in dieser Familie stattgefunden haben. Diese junge Frau oder dieses junge Mädchen, das hat viel zu früh Verantwortung übernommen, die sie nicht übernehmen hätte sollen, weil das wäre eigentlich die Verantwortung der Eltern gewesen, für das Mädchen da zu sein, und das Mädchen hat die Verantwortung für die Mutter übernommen und hat ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Gefühle auf die Seite gesteckt und hat auf die Zähne gebissen. Ich bin stark, ich bin stark. Und das hat man ihr immer wieder gesagt, du bist die Starke. Du musst stark sein. Die Schmerzen wurden immer stärker des Mädchens und irgendwann dann konnte man nicht mehr anders, als dass man gesagt hat, okay, wir gehen röntgen. Und das Mädchen kann sich daran erinnern oder konnte sich daran erinnern später, dass sie Röntgen war, aber ihr hatte man immer wieder gesagt, es wäre alles in Ordnung, es wäre alles normal. Da haben offensichtlich die Eltern und die Ärzte miteinander kommuniziert und entschieden, dass man nichts machen kann oder dass man nichts macht mit dieser Hüftdysplasie. Einmal mehr, also einmal bei der Geburt, dann im Pubertätsalter. Und diese junge Frau ist herangewachsen und als junge Frau in den jungen 20er Jahren hat die zu Hause gearbeitet im elterlichen Betrieb, hat nicht mehr zu Hause gewohnt. Ihr älterer Bruder, der hatte zu der Zeit, dem ging es gesundheitlich zu der Zeit auch immer schlechter. Und irgendwann kam ihr Bruder zu seiner Schwester und hat ihr erzählt, dass er sterben wird, dass ihm die Ärzte gesagt haben, dass er sterben wird. Also ihr Bruder hat die Informationen über seine Krankheit und die Prognosen über seine Krankheit von den Ärzten erfahren und nicht von den Eltern. Ob das aus Scham passiert ist oder aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Aber der Bruder kam zu seiner Schwester. Also seine Schwester war seine Vertraute. Und die Schwester oder diese junge Frau hat damals zu Hause gearbeitet bei den Eltern. Die hat da die Eltern auf den Schultern gehabt, die ganzen Kämpfe, die stattgefunden hat, und hat ihren Bruder bei sich zu Hause aufgenommen. Also der hat viel bei ihr übernachtet und die haben irgendwie ein enges Verhältnis bekommen, die zwei. Der Bruder ist ein paar Jahre später gestorben, in dieser Zeit, als die Frau zu Hause gearbeitet hat, diese junge Frau. Und damals, die Situation zwischen den Eltern hat sich nicht geändert. Der Vater ist fremdgegangen, ist nach Hause gekommen. Wenn die Mutter das artikuliert hat, dann wurde er wütend, ist auf sie los. Und also da war immer noch dieselbe Situation wie schon in der Kindheit. Und diese junge Frau hat mitbekommen, wie der Vater die Konten der Mutter gesperrt hat. Also die Mutter, die kam aus einer
Bauernfamilie mit viel Land und das war irgendwann zu Bauland umgeformt worden und da kam ja das ganze Geld aus den Erbschaften der Mutter wurde auf die Konten des Vaters transferiert und der Vater hat darüber verfügt. Die Tochter hat irgendwann ihre Mutter gefragt, hey, nein, wieso gehst du eigentlich nicht? Und die Mutter hat dann gesagt, ich habe Angst, der gibt mir ja nichts. Und der Vater, der hat dieses Verhalten mit dem Beschämen, also der Vater ist ja fremd gegangen. Der hatte andere Frauen und der hat seine eigene Frau beschämt, um zu rechtfertigen, dass er fremd geht. Der hat seine eigene Frau nicht gehen lassen, als die Scheidung wollte, dass sie zusammengeschlagen. Und das hat diese Tochter mitbekommen und der kleinste Sohn. Die haben beide nicht gesehen, der kleine Sohn hat beobachtet, wie der Vater die Mutter zusammengeschlagen hat und hat beobachtet, wie der Vater das Auto der Mutter in Einzelteile zerlegt hat. Und die junge Frau hat nicht zu Hause gearbeitet, die hat dann die Mutter gefunden. Und diese Wut und dieser Zorn, der da vom Vater ausgegangen ist, gegen also diese Gewaltattacken, die entstehen in meinen Augen. Ich kann das nur so erklären, wie ich das verstehe und ob das wissenschaftlich oder psychologisch hundertprozentig stimmt, und da werden sich vermutlich auch unterschiedliche Fachkräfte unterschiedliche Meinungen haben. Aber in meinen Augen entsteht dieser Jähzorn und diese Wut gegen fremde Menschen, also das, was man gegen fremde Menschen, wenn man Menschen attackiert, dann ist das eigentlich die Wut, die man gegen sich selber hat. Weil ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch diese Regulation von Scham und dieses Überschreiten von Grenzen, dass man das auch wenn einem das vielleicht nicht bewusst ist oder wenn man nicht hinschauen möchte, dass wir im Unterbewusstsein wissen, wenn wir Grenzen überschreiten und dass dieser Zorn, dieser Jähzorn und diese Wut gegen die Mutter, diese Gewaltattacken gegen diese Frau, dass das eigentlich die Wut gegen diesen und der Hass gegen diesen Mann, also dass dieser Mann sich selber so gehasst hat, dafür, dass er sich so verhält, wie er sich verhält, dass er das dann gegen außen ausgelebt hat. Und das ist nur eine Erklärung, wie diese Wut entsteht, weil man das fast nicht nachvollziehen kann. Das ist absolut keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung für dieses Verhalten. Also haben die beiden Kinder haben das, die überlebenden Kinder, die haben das unterschiedlich miterlebt, diese Gewaltattacken. Die Ehefrau, die hat diese Scham, die von dem Mann, also das war ja eigentlich die Scham gegen sich selber, die er dann auf die Frau gestülpt hat. Sie ist ein Miststück und du Miststück, ich lass dich nicht gehen und du bist ein Dreckwert und ich gebe dir nichts. Diese Scham, die Frau hat diese Scham genommen und sich geschämt. Sie hat sich für ihren Ehemann geschämt. Genauso wie sich die Tochter geschämt hat.
Und wenn wir uns nicht bewusst sind und wenn wir uns dieser Gefühle und diesen Mechanismen nicht bewusst sind, dann können wir das auch nicht ändern. Und diese Frau, also die Ehefrau, hat sich für den Ehemann geschämt und sie hat sich aber auch einschüchtern lassen. Und die Tochter, die hat sich für ihr Frausein und für ihre Schwäche, für ihre körperliche Schwäche geschämt und wurde so gegen außen, hat die Stärke gezeigt und hat das versucht aufzufangen. Die hat diese Eltern versucht aufzufangen und hatte ihren Bruder, der todkrank war und viel bei ihr zu Hause war. Und zu Hause war ja noch der kleine Bruder, aber der war weit weg für die Tochter, weil die war ja nicht mehr zu Hause. Der kleinste Bruder, der hat irgendwann ein sehr, sehr einsames Dasein gehabt in dieser Familie. Der wurde ja auch nicht gesehen. Die Kinder in dieser Familie wurden nicht gesehen. Die junge Frau ist irgendwann ausgezogen. Sie hat gesagt, das ist mir alles zu viel. Also der Bruder ist gestorben, die junge Frau hat den Bruder begleitet bei einem Sterbesprozess. Die hatten sehr enge, tiefe Gespräche gehabt und die hat die hat den Kopf in ihren Händen gehalten, als er gestorben ist. Also die hatte ein soll man das sagen, ein intimes Verhältnis zwischen Bruder und Schwester, ein sehr vertrautes Verhältnis. Und die Frau ist irgendwann gegangen und hat sich so durchs Leben, die hat sich mehr durchs Leben gekämpft, als dass sie aufgeblüht wäre, weil die ist ja die hatte ständig mit ihren Schmerzen zu kämpfen und die musste sie verstecken, also hinter ihrer Mauer. Die hat sie so hinter ihrer Mauer versteckt. Sie hat sich sehr zurückgezogen auch, und vor allem wenn sie Schmerzen hatte. Und als sie ungefähr 30 war, konnte sie fast nicht mehr gehen und hat sich dann zu einem Arzt getraut. Die hat dann die Diagnose bekommen, dass sie eine Hüftdysplasie hat. Das hat sie zu diesem Zeitpunkt das erste Mal gehört. Also genauso wie ihr Bruder, der gestorben ist, dem die Ärzte die Diagnose gegeben hat, wurde die Diagnose für ihre Schmerzen von den Ärzten gegeben. Und der erste Arzt, der hatte ja auch gesagt, hat man das ihnen nie gesagt? Und hat man denn da nichts gemacht? Das wusste man zu dem Zeitpunkt, als sie auf die Welt kamen. Und die junge Frau für die war das ein Zusammenbruch, weil die Diagnose oder die Lösung für das Problem, die ihr geboten wurde, war, wir können jetzt ein Gelenk einsetzen mit 30 und dann ungefähr in 10 Jahren das zweite und dann ist aber fertig. Dann sind sie mit 50 ungefähr im Rollstuhl. Das war die Prognose, mit der diese Frau konfrontiert wurde. Diese junge Frau ging nach Hause zu ihrer Mutter, weil sie sich erinnern konnte, dass sie einmal Röntgen war. Und da hat sie ihre Mutter gebeten oder gefragt, wo denn diese Röntgenbilder sind und ob sie sich erinnern können und was denn damals die Diagnose gewesen wäre. Und die Mutter hat gesagt, du warst nie beim Röntgen. Ich weiß von gar nichts. Nein, es gibt keine Röntgenbilder.
Und die Tochter hat dann gedacht, doch. Und dann hat sie versucht, der Mutter zu erklären, weil sie konnte sich erinnern, wo das Röntgeninstitut war, und hat es der Mutter erklärt. Und die Mutter hat gesagt, nein, da gab es nichts. Als die Mutter Jahre später gestorben ist, auf dem Sterbebett, ein paar Stunden bevor sie starb, hat sie sich bei der Tochter entschuldigt und hat gesagt, es tut mir leid. Ich wusste seit deiner Geburt, dass du eine Hüftdysplasie hast und ich habe nichts gemacht. Und die Tochter hat dann gefragt, und wieso hast du mir nicht geholfen, als ich 30 war? Weil für die Tochter war es mittlerweile, die hatte operiert und die hatte keine Schmerzen mehr. Die war über also über dieses Trauma hinweg, und hat dann einfach gesagt, wieso hast du mir nicht geholfen? Und die Mutter hat gesagt, ich habe mich geschämt. Und das ist so auch ein Beispiel, wie wir aus falscher Scham Menschen oder unseren Kindern Schaden zufügen, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir Tatsachen verschweigen. Und dieses nicht offen kommunizieren, das hat auch den Bruder dieser Frau extrem verletzt, also der gestorben ist. Der hat damit genauso gekämpft wie diese Frau. Und der kleine Bruder, dem hat man ja auch nichts gesagt. Der hat das auch irgendwann herausgefunden. Und das ist mit diesem Verhalten aus Scham oder was auch immer das ist, dass man Geheimnisse hat oder über Dinge nicht spricht, da richtet man eigentlich mehr Schaden an, als dass man Grenzen wiederherstellt und auf Augenhöhe mit einer Person kommunizieren kann und da auch authentisch und wahrhaftig ist, also dass da ein Vertrauen stattfinden kann. Aber zurück zu dem Moment, zu dem Moment, dass diese junge Frau diese Diagnose bekommen hat. Die hat dann gedacht, ich spinne. Also die hat irgendwie an ihrem Verstand angefangen zu zweifeln und wusste nicht mehr, wo sie. Also das hat ihr noch mehr, das Verhalten ihrer Mutter hat ihr noch mehr den Boden unter den Füßen weggenommen, weil ihr hätten diese Röntgenbilder geholfen, zu entscheiden, wie sie sich verhalten soll und was sie machen soll, weil man hätte den Verlauf ihrer Krankheit, also dieser Hüftdysplasie, gesehen, und das wurde von der Mutter verweigert. Die Tochter hat sich dann sehr, sehr allein gelassen gefühlt und hat sich selber als Krüppel bezeichnet. Also der Selbstwert von dieser Frau, der schon kaputt gemacht wurde vom Vater als kleines Mädchen. Also du bist weiß auf die Zähne, reiß dich zusammen, du musst stark sein. Der wurde hier nochmals nicht zerstört, sondern da wurde noch mehr weggerissen vom Selbstwert dieser Frau. Die hat sich selber als Krüppel gefühlt. Die hatte sich ja schon geschämt, dass sie eine Frau ist. Dann hat sie sich geschämt für ihre Schmerzen und die konnte auch ihre Weiblichkeit
und ihre Lust und ihre Lust auf Leben und ihre Lust auf Sexualität, die konnte sie gar nicht nie richtig leben, weil sie immer Schmerzen hatte. Und damals ging auch eine Beziehung in die Brüche, die sie hatte, weil ihr Partner mit der Diagnose auch nicht umgehen konnte. Und die junge Frau hat sich noch mehr zurückgezogen. Die hat dann versucht, das Problem selber zu lösen. Die hat dann angefangen, ins Gym zu gehen. Die hat dann gesagt, okay, wenn das so schlimm ist, wenn da das Gelenk auseinanderbricht, dann muss ich die Muskeln stärken. Und die ging 5 bis 6 Mal in der Woche ins Gym, um die Muskeln der Beine zu stärken, und wurde auch vom Außen, man hat das ja außen nicht gesehen, die hatte einen sportlichen Körperbau, und durch das, dass sie die Schmerzen immer so auf die Zähne gebissen hat und das versteckt hat, hat das auch niemand gesehen, weil die hat sich so geschämt für, ja, die hatte absolut keinen Selbstwert mehr und hat das aber kompensiert mit Arbeit. Diese junge Frau hat ihre Schmerzen auch vor ihren Freunden versteckt. Also manchmal, wenn die mit ihren Freunden wandern gingen oder laufen gingen, dann war das für sie wie eine Tortur, aber sie wollte ja dabei sein. Aber das waren für sie Höllenschmerzen. In dieser Zeit hat ihr Bruder geheiratet und der wollte bauen. Dem haben die Eltern Land gegeben, und das ging so hinterm Rücken dieser jungen Frau, und als diese Frau sich bei der Familie erkundigt hat und gesagt hat, können wir da mal über die Konsequenzen sprechen, wie das denn für uns irgendwann ist, erbtechnisch. Und der Vater, der wurde wütend, die Mutter hat sie beschwichtigt und der Bruder hat sich geweigert, mit seiner Schwester reden. Der Vater hat die Tochter erniedrigt, ist auf die Tochter los und hat gesagt, du bist nur neidig und hör jetzt auf. Und der Bruder, der hat ja die Erniedrigungen der Mutter mitbekommen, hat die Erniedrigungen seiner Schwester mitbekommen und hat begonnen, das Verhalten des Vaters zu übernehmen. Also so, da muss man nicht drüber reden, weil da entscheiden die Männer. So dieses Selbstverständnis, das gewisse Männer gegenüber Frauen haben oder hatten und immer noch haben. Und die Tochter hat dann irgendwie, der war das alles viel zu blöd, die hat dann alle Papiere, die sie unterschreiben sollte, unterschrieben, damit der Bruder bauen konnte, weil das war das Land oder ein Teil des Landes, auf dem der Bruder bauen wollte, war auf ihren Namen eingetragen im Grundbuchamt. Und sie wollte dieses Land ja nicht unbedingt und hat dann das alles losgelassen und unterschrieben. Aber ein Jahr später wollte die Tochter eine Wohnung kaufen und bat ihren Vater darum, ihr zu helfen. Und auch da wurde die Tochter wieder erniedrigt und gesagt, du bist die Älteste, was fällt dir überhaupt ein, dass du mich um Hilfe bittest? Schau dir mal deinen Bruder an, der kann das alles, der macht das alles selber, der hat schon ein Haus gebaut auf dem Land. Und bist du nicht in der Lage, deine Wohnung selber zu finanzieren? Als ich in deinem Alter war, hatte ich schon das Geschäft und mein eigenes Haus.
Und diese Erniedrigungen, dieses Verhalten, das ist diese Erniedrigungen, das hat ja auch wieder mit der Scham des Vaters zu tun, weil der Vater, der hat das Geschäft und auch das Haus mit der Hilfe der Familie der Mutter aufgebaut. Da kam Geld aus der Familie der Mutter und das Haus, das er gebaut hat, das stand auf dem Land der Mutter und der konnte sich nur durch diese Arroganz und durch diese Erniedrigung konnte er sich selber, hat er sich selber auf dieses Podest gehoben. Und die Tochter, die hat diese Scham oder dieses Beschämen wieder genommen und gedacht, ja, ich kann das selber. Also die hat da dieser Mantel oder diese Mauer von Stärke, die wurde immer dicker und dicker. Und diese Frau, die hat sich immer weniger selber wahrgenommen und Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen gehabt. Die hat das dann so auch wieder auf die Seite geschoben, weil ihre Schmerzen sie so sehr beschäftigt haben. Und die ist kurz danach, vielleicht ein Jahr danach oder 2 Jahre danach, ist sie zusammengebrochen, weil die hat das so versteckt, wenn die einkaufen gegangen ist. Also die hatte solche Schmerzen, die konnte nicht 300 Meter laufen und vor allem nicht mit Einkaufstaschen. Die hatte das Glück, dass sie vor ihrem Haus eine Bushaltestelle hatte und dass der Bus vor dem Einkaufsladen gehalten hat. Also die ist mit dem Bus einkaufen gegangen, 300 Meter, weil sie das nicht gehen konnte vor allem nicht mit schweren Einkaufstaschen. Und wenn sie gegangen ist, wenn sie gelaufen ist, dann ist sie alle 50 Meter stehen geblieben und hat, damit dass die Leute nicht sehen, dass sie schwach ist, hat sie dann so getan, wie wenn sie irgendwelche Blümchen anschaut in einem Garten oder hat sich mit jemandem unterhalten, um das zu überspielen. Und dann kam der Punkt, da konnte sie nicht mehr aus dem Haus. Die wollte einkaufen gehen, eines Morgens, und ist zusammengebrochen im Treppenhaus. Und das war der Zeitpunkt, als sie hinschauen musste. Da musste sie etwas machen. Sie konnte nicht mehr. Und dieses Verhalten von dieser Frau, ich kann das und ich bin stark, das ist eigentlich aus toxischer Scham entstanden, weil sie als kleines Mädchen, weil sie als kleines Mädchen beschämt wurde, hat sie eine falsche Scham entwickelt dafür, dass sie Schmerzen hatte und hat das nicht artikuliert oder konnte das auch nicht artikulieren, weil sie hatte noch nicht mal zu diesem Zeitpunkt, als sie da am Boden lag, wusste sie, wie sich denn das anfühlen würde, wenn man keine Schmerzen hat. Aber die wusste zu diesem Zeitpunkt, ja, ich muss jetzt was machen, ich kann gar nicht mehr anders. Und die hat sich dann für die Hüftoperation entschieden und hat mit Hilfe des Mannes ihrer Cousine, der ihr irgendwann mal gesagt hat, ruf mich an, wenn es soweit ist, ich helfe dir. Und der hat ihr sehr geholfen, den richtigen Arzt zu finden, weil
weil diese Frau hatte dermaßen Angst. Die hatte das Bild vor sich, das man ihr aufgezeigt hat, als man ihr die Diagnose gestellt hat. Da hat man ihr Bilder gezeigt von Operationen, wo man das also das ganze Becken auseinandergeschnitten hat und wieder zusammengesetzt hat. Und für die Frau war das so in der Vorstellung, dass man sie in die Hälfte sägt, also dass man ihr die Beine absägt und dann ein Metallstück einsetzt und das wieder zusammensetzt. Und das ist ja eigentlich auch die Realität, aber diese Frau hatte dermaßen Angst, dass sie beide Hüften miteinander operieren wollte und hat dann diesen Spezialisten gefunden, der ja gesagt hat. Der hat gesagt, ja, ich mache das. Sie werden allerdings eine sehr, sehr lange Narkose haben, aber ich mache das. Und diese Frau, die durch das, dass sie als Kind keine Hilfe bekommen hat, wenn sie um Hilfe gebeten hat, also wenn sie ihren Vater um Hilfe gebeten hat und gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr laufen und der Vater sie ausgelacht hat. Und die hat ihren Vater mehrmals um Hilfe gebeten, auch bei anderen Sachen. Also. Und der Vater hat ihr die Hilfe immer verweigert, auch damals, als sie die Wohnung kaufen wollte. Nein, du musst selber gucken. Und dieses selber stark sein, das hat diese Frau mitgenommen durch die ganze Operation und Rehabilitations- oder Rehab-Phase. Die ist alleine ins Spital gefahren mit dem Tram. Die ist alleine wieder aus dem Spital nach Hause gefahren. Als sie im Spital war, hat sie von ihrer Familie nichts gehört. Sie ist alleine in die Reha gefahren und in der Reha kamen ihre Eltern irgendwann mal vorbei. Von ihrem kleinen Bruder hat sie nie irgendetwas gehört. Den hat das nicht interessiert. Und die hat sich dann selber wieder aufgebaut danach. Aber auch sehr so, ich kann das, dieser so ein Überlebenswille oder ein Überlebensdrang, den diese Frau hat. Und in dieser Zeit von der Reha, da haben die Eltern entschieden, dass sie einen Ehe- und Erbvertrag machen. Und diese Frau hat ja hier auf den Schultern dieses Geld gehabt von der Mutter. Also die Mutter hat damals, als sie zusammengeschlagen wurde, hat die Mutter entschieden, ich verstecke jetzt von dem Geld aus meiner Familie, sage ich nicht mehr alles meinem Ehemann und ich verstecke das und dieses Geheimnis hat die Tochter bewahrt. Die Tochter hat aber immer gesagt, ich möchte, dass das mein Bruder auch weiß. Ich möchte, dass da Transparenz ist. Und als sie zu Hause gearbeitet hat, hat sie mitbekommen, wie der Vater Geld aus der Firma entfernt hat. Hat seine Frau, also nicht nur mit Frauen betrogen, sondern auch finanziell, weil das Geschäft hatten die ja zusammen und hat Geld aus der Firma gezogen und hat das versteckt vor der Ehefrau. Und über diese Konten hatte die Schwester die Gewalt oder die Unterschriftengewalt oder wie man dem sagt. Und
diese junge Frau, die sollte einen Erbverzichtsvertrag unterzeichnen. Und die ist dann zu den Eltern gegangen und hat gesagt, das unterzeichne ich nicht. Ich unterschreibe das nicht. Also sie ist zum Vater gegangen und hat gesagt, ich unterschreibe das erst, wenn du transparent bist mit dem Geld, das du da versteckst. Und dann ist sie zur Mutter gegangen und hat gesagt, du sagst mir mit dem Vertrag, dass du alles Geld deinem Ehemann geben willst. Und hier hast du dieses Geheimnis und hier sagst du mir, das gehört an uns. Ich will das nicht so, ich hätte das gern transparent. Ich will, dass wir endlich in dieser Familie anfangen zu kommunizieren und dass wir anfangen, ehrlich zu sein. Ich hätte gern Transparenz. Der Vater war wütend und die Mutter, die hatte Angst. Ich kann nicht. Dann flippt er wieder aus. Die Mutter hat das dann nicht gemacht. Die Tochter hat diesen Vertrag nie unterschrieben. Die war nicht einverstanden, nicht mit dem gegenseitigen. Damit war sie einverstanden, aber sie war nicht einverstanden, dass da ein Vertrag gemacht wurde und dass man das Kleingeschriebene mit unsichtbarer Tinte geschrieben hat. Also dass da diese Geheimnisse waren. Damit war sie nicht einverstanden. Weil sie wollte einfach Probleme verhindern in der Zukunft. Also es war ja eigentlich vernünftig. Das war genauso vernünftig, wie das vernünftig war, als sie kommuniziert hatte beim Land, dass man das bitte diskutieren kann. Und das ist nicht passiert. Ungefähr zur selben Zeit oder vielleicht sogar noch ein bisschen vorher hat der Bruder eine Firma gekauft und hat auch damals wieder Geld bekommen von den Eltern. Also die Eltern oder der Vater vor allem, der hat den gesunden, jüngsten Bruder der kranken Tochter vorgezogen. Also der hat seine behinderte Tochter gedemütigt als Frau und als Behinderte. Also da haben Demütigungen stattgefunden und Erniedrigungen gegenüber der Behinderung und der Frau. Und als der Bruder diese Firma übernommen hat, hat die Schwester und die Frau, die damals in der Rehabilitation war, die hat ihrem Bruder eigentlich Geld angeboten. Die hat ihm gesagt, ja, ich kann dir helfen. Und der Bruder hat dann gesagt, nein, ich will das Geld von den Eltern. Und die Schwester hat dem Bruder gesagt, kannst du mich bitte diesmal einbeziehen und das nicht hinter meinem Rücken machen? Und der Bruder hat das wieder hinter dem Rücken der Schwester gemacht mit dem Vater. Auch hier wieder, als die Schwester das erfahren hat, dass der Bruder jetzt die Firma übernommen hat, da hat sie sich beim Bruder gemeldet und gesagt, hey bitte, was hast du jetzt wieder gemacht? Und der Bruder hat geantwortet, mach jetzt kein Drama, hier hast du die Verträge, und hat ihr 2 Verträge zugeschickt. Aber seine Reaktion war auch eigentlich Beschämung. Also die Beschämung war nicht so direkt, wie das der Vater macht. Also der Vater, der attackiert direkt, der erniedrigt die andere Person. Aber der Bruder hier, das ist auch eigentlich eine Beschämung, jetzt macht kein Drama. Also das ist das Nicht-Wahrnehmen, dass er da eine Grenze überschritten hat, weil
das Bedürfnis der Schwester für Transparenz, das hat sie ganz klar kommuniziert. Und das ist eigentlich eine Grenze. Das sind unsere Werte, sind unsere Grenzen. Und die wollte, dass der Bruder diese Grenze sieht und wahrt. Und der hat das nicht gemacht. Er hat da eine Grenzüberschreitung gemacht, indem er diese Verträge und diese Verhandlungen mit dem Vater wieder hinter dem Rücken seiner Schwester gemacht hat. Und durch diese Grenzüberschreitung hat er dann auch so reagiert, jetzt mach kein Drama. Wie wenn sie seine Grenzen überschritten hätte. Also da finden dann da wird dann so, wie sagt man dem, auch den anderen beschuldigen für etwas, was man selber gemacht hat. Die Schwester hat zu diesem Ereignis dann auch einige Monate nachdem die Mutter gestorben ist, weil die ist nachher auch gestorben, von ihrem Vater bei einem Streit gehört, dass der Vater dem Bruder noch mehr Geld gegeben hat, als der Bruder der Schwester gegenüber zugegeben hat. Und weil die Situation sich beim Tod der Mutter so zugespitzt hat, da in dieser Familie redet niemand mehr miteinander. Also die beiden Männer, die reden miteinander, die sind ja miteinander verhängt durch diese finanziellen Geschenke oder Gaben. Aber die Tochter, die wurde dann aus der Familie ausgeschlossen beim Tod der Mutter. Und auch da, beim Tod der Mutter, da hat eine extreme Beschämung der Tochter wieder stattgefunden. Die Mutter, die lag im Spital und die Tochter, als die Tochter kam, das war ein Tag bevor die Mutter gestorben ist, da hat die Mutter sich bei der Tochter ja für die Hüften entschuldigt. Also die Mutter, die wollte noch ganz viel klären mit der Tochter. Und die hat sich auch bei der Tochter entschuldigt für das Verhalten, als sie ein kleines Mädchen war, dass sie gar nicht beschützt hat. Weil die Mutter hat zugeschaut, wie der Vater die Kinder zusammengeschlagen hat und vor allem, wie er das kleine Mädchen behandelt hat. Und dafür hat sich die Mutter entschuldigt und die hat dann angefangen, von einer Frau zu reden, die damals die Geliebte war vom Vater. Und am Abend, bevor die Mutter gestorben ist, war die Tochter beim Vater und hat dem Vater gesagt, guck mir mal in die Augen. Deine Frau hat den ganzen Morgen von dieser Frau geredet. Und da wurde dieser Vater so wütend und hat die Tochter aus der Wohnung geschmissen. Und die Tochter wusste nicht, was hier passiert. Und hier hat sie dann einige Jahre später erfahren, dass diese Frau an dem Abend nachher bei ihrem Vater war und die Nacht oder den Abend beim Vater verbracht hat, als die Tochter im Spital bei der Mutter war. Aber der Vater hat die Tochter aus der Wohnung geschmissen, der hat die nachher nicht mehr in die Wohnung gelassen, der hat der Tochter keinen einzigen persönlichen Gegenstand von ihrer Mutter gegeben, hat ihr keinen Schmuck gegeben, nichts. Und die Tochter, die ging zurück ins Spital und am nächsten Morgen hat sie den Bruder angerufen und der Bruder ist gekommen, nachdem die Mutter gestorben war. Und dann hat sie dem Bruder gesagt, bitte hol das Geld aus dem Versteck. Und ich komme nicht in die Kirche, aber ich möchte an der Aschenbestattung dabei sein. Und der Bruder ist gegangen und hat gesagt, ja, das mache ich. Und ist nicht zurückgekommen zur Tochter. Als die Tochter sich bei ihm gemeldet hat, hat der Bruder gesagt, ich will nicht, dass du an die Aschenbestattung kommst und es hat kein Geld. Da ist kein Geld im Versteck.
Und die Tochter, die konnte nichts machen, aber die Tochter, wenn man das Leben dieser Frau anschaut, die wurde als kleines Baby, die wurde nicht medizinisch versorgt. Die kam mit einer Behinderung zur Welt. Diese Behinderung über die wurde nicht gesprochen, sondern sie wurde gedemütigt als kleines Mädchen, als junge, erwachsene Frau, als erwachsene Frau. Sie wurde gedemütigt für ihre Bedürfnisse, um wahrgenommen zu werden und für ihre Bedürfnisse als Frau gleich behandelt zu werden wie ihr Bruder. Und hier einfach nochmal zum Aufzuzeigen, wie wir Scham und Trauma von Generation zu Generation zu Generation weitergeben. Also dieser Vater, der seine Tochter in diesem schweren Ausmaß gedemütigt hat, der wurde als Kind genauso missbraucht und gedemütigt. Und der hat das, was er gelernt hat, der hat eigentlich nur das gemacht, was er gelernt hat an seinen Kindern. Diese Frau oder dieses junge Mädchen, das hat durch welche Umstände auch immer, aber das hat irgendwie die Situation anders wahrgenommen als die anderen Familienmitglieder. Das hat diese Dysfunktionalität gesehen und als junge Frau hat sie die Ungerechtigkeit und diese Diskriminierung auch von der Mutter gesehen. Bei sich selber hat sie es nicht wahrgenommen, weil sie war ja die Starke und sie konnte das ja handeln. Und der Sohn hier, der jüngste Bruder, der war durch das, dass er gesund war er das goldene Kind, der war der kleine Prinz. Also die ältere Schwester, die hat auf den kleinen Bruder, als der noch ganz klein war, die war ja 7 Jahre älter, die hat den rumgetragen und das war ihr Baby auch und die hat den geliebt und da war ein ganz anderes Verhältnis, als der kleine Bruder zur älteren Schwester hat. Aber dieser kleine Bruder, der hat miterlebt, hat das beobachtet, wie sein Vater mit seiner Mutter umspringt, wie sein Vater mit seiner Schwester, wie er seine Schwester behandelt. Also die Tochter, die hat die Scham übernommen, auch diese Scham- und Schuldgefühle einer Frau, wenn man sie erniedrigt, du bist nichts wert, wie das die Mutter gemacht hat. Also die konnten eigentlich beide ihre Grenzen nicht gegenüber diesem Vater oder diesem Ehemann, die konnten die Grenzen nicht stark genug setzen und haben sich viel zu viel eigentlich gefallen lassen. Und dieser kleine Bruder, also der jüngere Bruder, der hat das beobachtet, wie man das als Mann macht. Also die Tochter, die hat eher das Rollenbild der Mutter übernommen und sich erniedrigen lassen und sich demütigen lassen. Und der Bruder hat gesehen, wie das der Vater macht. Und der macht diese Demütigungen und diese Beschämungen, die finden nicht so
als direkte Attacke statt, sondern die sind eher unterschwellig. Die sind so, man sagt dem auch passiv-aggressiv. Also der Bruder, der weigert sich, mit der Schwester zu kommunizieren, als er Land bekommt. Aber es ist ja, wenn gemäß dem Gesetz ist es so, dass die Kinder und vor allem Mädchen und Jungen, dass die gleich behandelt werden sollen. Und hier in dieser Familie hat der Vater den Jungen vorgezogen. Das war der kleine Prinz. Der hat alles bekommen. Und wenn das eine Familie wäre, in der kommuniziert werden würde, in der die Individuen gesehen würden auf Augenhöhe, dann hätte man als das Land übergeben wurde, auch darüber kommunizieren können, wie man denn damit erbtechnisch umgehen möchte. Und der Bruder, der hat sich geweigert, aber eigentlich hat er ja ein ganz großes Geschenk bekommen von den Eltern. Und eigentlich, wenn dieser Bruder die männlichen Qualitäten hätte, dann würde er diese Verantwortung auch übernehmen und könnte sagen, ja, ich wurde bevorteilt und wir diskutieren das auf Augenhöhe aus, wie wir mit dieser Bevorteilung umgehen. Weil die Schwester, also der hat dann gesehen, wie die Schwester erniedrigt wurde, als die eine Wohnung oder die wollte ja eigentlich nur 100.000 Franken ausleihen von ihrem Vater. Die wollte nicht einmal abhängig sein von ihrem Vater, weil die gesehen hat, wie das mit der Mutter funktioniert. Aber die hätte ein Jahr lang 100.000 Franken gebraucht und der Vater hat das verweigert. Und der Bruder hat das gesehen, wie das funktioniert. Und hat dann beim Kauf der Firma, da hat er der Schwester zwar versprochen, ja, ich beziehe dich ein, und die Schwester hat dem Bruder vertraut. Und auch da, das ist sind Vertrauensbrüche und Grenzüberschreitungen in dieser Familie, die passiert sind. Und die kann man nur wiederherstellen durch eine Kommunikation auf Augenhöhe, indem das auch gesehen wird. Ich habe das ganz am Anfang vom Video gesagt, also wenn man als Mensch eine Grenze überschreitet, also wenn man einen anderen Menschen verletzt mit einer Handlung und sich dieser Mensch dann artikuliert und sagt, das hat mich verletzt, können wir darüber reden. Und wenn der dann, der verletzt hat, das sehen kann, dann kann hier eine Aussöhnung und eine Aussprache stattfinden und da werden die Grenzen wiederhergestellt und das Vertrauen wird wiederhergestellt, die Augenhöhe wird wiederhergestellt. In dieser Familie passiert das nicht und ist das nie passiert, weil das offensichtlich vor allem von der Vaterseite so diese männliche Diktatur geherrscht hat, weil von der Seite der Mutter, da war viel mehr Augenhöhe zwischen den Geschwistern. Die konnten kommunizieren. Auf der Vaterseite, diese Kommunikation, die findet irgendwie auch da nicht statt. Da waren zwischen den Geschwistern, also die Geschwister, die konnten nicht alle auf Augenhöhe miteinander. Da haben sich so Paare gebildet, und da waren auch dann wieder Geheimnisse und also
die Strukturen, die hier in dieser Familie stattfinden, die haben da auch stattgefunden. Und so übergeben wir und übernehmen wir Verhaltensweisen von unseren Eltern und hinterfragen das gar nicht. Diese Frau, die hatte einen absoluten Zusammenbruch nach dem Betrug ihres Bruders. Als der Bruder dieses Verhalten des Bruders, dass er sie aus der Familie ausgestoßen hat, das hat diese Frau, soll ich das jetzt formulieren? Das hat diese Frau umgebracht. Das war so ein seelischer Todesstoß von ihrem Bruder und ihrem Vater, weil das ging ja dann diese Diskussionen um das Geld, die gingen ja nachher weiter, weil die Tochter, die war auch da wieder, die hat das am Anfang gar nicht gemerkt, was da passiert. Die konnte diesen Schmerz gar nicht zulassen, weil das war der Schmerz des Todes der Mutter und dann gleichzeitig die Verletzung und die Grenzüberschreitung ihres Vaters und ihres Bruders. Die konnte das nicht zulassen. Die hatte die ist zuerst in einen totalen Freeze-Zustand gefallen und konnte sich gar nicht mehr bewegen. Die war so wie erstarrt. Und als sie aus dieser Erstarre so langsam wieder zu sich kam, hatte sie einen totalen Zusammenbruch. Und sie hat eine Therapie angefangen, hat das therapeutisch versucht zu lösen. Und durch das, dass sie sich immer noch für diese Familie geschämt hat, hat das Jahre gedauert, bis sie an ihre wirklichen Emotionen rangekommen ist. Und hier möchte ich möchte das sichtbar machen, wie man einen Menschen kaputt machen kann. Man kann einen Menschen, wenn man einen jungen Menschen, ein kleines Kind, von Geburt an dressiert und manipuliert, dann kann man ein Kind oder einen Menschen kaputt machen. Man kann den so manipulieren, weil ein kleines Kind alles für echt und wahr empfindet, was die Eltern oder die Umgebung einem präsentiert. Diese junge Frau oder diese Frau, die hat nach der Operation, ein Jahr nach der Operation, hat sie das erste Mal, als sie Skifahren ging, hat sie gesagt, jetzt weiß ich, wie Skifahren ist, wenn man keine Schmerzen hat, wenn man nicht mehr auf die Zähne beißen muss. Und das war eins der Schlüsselerlebnisse, wo sie gemerkt hat, oder als sie angefangen hat zu realisieren, wie sehr sie verletzt wurde in ihrem Leben. Diese junge Frau hat nach jahrelanger
Therapie und nachdem sie sich mit dysfunktionalen Familiensystemen auseinandergesetzt hat, hat sie entschieden, dass sie sich bei ihrem Bruder meldet und dass sie ihm vorschlägt, dass sie mal zusammensitzen und diese Ungerechtigkeiten in der Familie anschauen. Also dass sie eine Liste erstellen, wer jetzt was bekommen hat und wie man mit dem dann umgehen soll. Für diese Frau wäre das eigentlich die vernünftigste und beste Art, mit solchen Situationen umzugehen. Diese Frau, die wollte schon Transparenz. Als der Bruder das Land bekommen hat, wollte sie schon Klarheit in der Familie und verhindern, dass es irgendwann Probleme gibt. Auch als der Bruder die Firma übernommen hat, wollte sie Transparenz da, um Probleme in der Zukunft zu verhindern und um diese Augenhöhe und Integrität und Authentizität zwischen den verschiedenen Personen zu wahren. Auch als der Ehe- und Erbvertrag gemacht wurde, ist diese Frau hingestanden und hat gesagt, können wir da vernünftig mit dieser Situation umgehen? Können wir all diese Geheimnisse, die hier in dieser Familie passieren, können wir da mal ein offenes Gespräch führen und können wir das transparent machen? Auch mit dem Geld der Mutter, das Geld, das die Mutter versteckt hat, da wollte sie auch Transparenz, dass der Bruder das weiß, weil Geheimnisse in der Familie auch Grenzüberschreitungen sind. Wenn sich zwei zusammentun und die haben ein Geheimnis, da wird jemand ausgeschlossen, dann ist dieses System nicht da besteht keine Augenhöhe. Und das war die Idee, als diese Frau sich bei ihrem Bruder gemeldet hat, gesagt, können wir da mal zusammensitzen? Die hat da auch mehrmals erwähnt, am besten wäre es, wenn man das mit dem Vater macht. Und da ist jetzt eine extreme Verweigerung. Das ist die Verweigerung vom Vater und vom Bruder. Und da kommt auch wieder dieses, mit dir reden wir nicht. Da wird nicht drüber geredet. Und wenn über etwas nicht geredet werden darf, dann hat das sehr viel den Hintergrund, dass da ein Schamthema bearbeitet werden müsste. Also diese beiden Geschwister, die wurden vom Vater getrennt und auseinander gedrückt und gegeneinander ausgespielt, indem der Vater den Sohn bevorzugt hat. Und das sind nicht einfach eine Bevorzug von 1000 Franken, das sind ein paar 100.000 Franken wert, in denen der Vater den Sohn bevorzugt und die Tochter erniedrigt. Also sie ist nicht nur die Bevorzugung, sondern es ist auch diese Erniedrigung der Frau, der Mann
ist viel mehr wert als die Frau. Die Frau, die muss selber schauen. Die ist ein Dreck wert. Also diese unterschwelligen Glaubenssätze, die da weitergegeben werden. Und das passiert nun auch von dem Bruder gegenüber seiner Schwester. Mit dir rede ich nicht. Ich rede nicht mit dir. Du bist es nicht wert, dass ich mich mit dir unterhalte. Das ist einerseits, da hat ja viele Komponenten drin. Da ist die Scham drin, das unterschwellige Beschämen seiner Schwester. Du bist es nicht wert, dass ich mit dir rede. Mit dir rede ich nicht. Und auf der anderen Seite ist es auch Macht und Manipulation da. Ich bestimme hier. Und das ist dieses Ich bestimme hier, ist in dieser Familie, das sieht man so auch durch die ganze Geschichte. Der Vater bestimmt und der erniedrigt und schlägt. Also der erniedrigt die Frau, der schlägt die Kinder und der befiehlt. Es ist ein Verhalten, eine Verhaltensweise, mit der hat man Macht und mit der hat man Kontrolle. Es ist aber auch hinter, wenn man kontrollieren muss und Macht haben muss, dann ist da auch ein Charme, meistens ein Charme-Thema dahinter. Oder meistens, ich weiß nicht, ob meistens, aber man oder ich habe das schon öfters gesehen. Und dieser Sohn, der hat das übernommen. Dieses Kontrolle haben. Das sieht man beim Land, wenn er nicht mit der Schwester kommunizieren will, als er die Firma übernommen hat und das hinter dem Rücken der Schwester gemacht hat, das ist Kontrolle. Als die Mutter gestorben ist, da wo das Geld verschwindet und vor allem die Entscheidung, dass die Schwester nicht an die Aschenbestattung der Mutter darf. Das war eine extreme Grenzüberschreitung. Und diese Grenzüberschreitungen von den Männern in dieser Familie gegenüber den Frauen, die wird jetzt vielleicht so wie ich die Geschichte erzählt habe, sichtbar. Also da wurden Grenzen überschritten vom Vater, der fremdgegangen ist, gegenüber der Mutter. Also da hat, wenn ein Charme-Thema da ist, wenn man da seine eigenen Grenzen durchbricht und überschreitet, also wenn man seine eigenen Werte bricht, dann und die eines anders und dann, dann kommt so manchmal oder wie soll ich das sagen, die eigene Scham, die wird viel mit Wut überdeckt, indem man auf den anderen wütend ist. Dann muss man diese eigene Grenze, die man überschritten hat, nicht anschauen. Und als die Mutter starb und der Sohn entschieden hat, dass seine Schwester nicht an die Aschenbestattung der eigenen Mutter darf, war das eine extreme Grenzüberschreitung gegenüber seiner Schwester. Also da hat sich der Sohn über seine Schwester gestellt und gesagt, und hier entscheide ich über dich. So wie das der Vater gemacht hat, als diese Frau ein kleines Mädchen war. Ich entscheide, dass du jetzt stark sein sollst und dass ich dir nicht helfe. Das sind so
Grenzüberschreitungen, die nur wieder gut gemacht werden können, wenn überhaupt, wenn man hier auf Augenhöhe kommt und wenn derjenige, der die Grenze überschritten hat, der sich über den anderen gestellt hat und da Entscheidungen getroffen hat über einen Menschen und den so verletzt hat. Wenn man das auch sehen kann und wenn da Reue gezeigt wird, nur dann kann man diese Beziehung wieder herstellen. Und die Schwester hat das irgendwie versucht, indem sie einfach mal den Vorschlag gemacht hat, können wir mal mindestens mit den Finanzen anfangen, weil das ist ja auch eine extreme Grenzüberschreitung gegenüber der Tochter. Also das war die Grenzüberschreitung von dem Vater gegenüber der Tochter. Diese extreme Erniedrigung, dass seine Frau ein Dreckwert ist und dass seine Tochter ein Dreckwert ist. Und ich persönlich würde es eigentlich diesen beiden Geschwistern wünschen, wenn die diesen Weg finden würden, weil diese Frau, die hat in ihrem Leben extrem viele Verletzungen erfahren durch ihre Familie. Die wurde von ihrem Vater verletzt und betrogen, also betrogen im Sinn von der Pflicht der Eltern, dass man sie medizinisch versorgt. Das hat man nicht gemacht. Die wurde von ihrem Vater betrogen mit all den Lügen und die wurde von ihrem Vater betrogen durch diese ganzen Erniedrigungen und durch diese ganzen Beschämungen durch ihr Leben. Also die wurde immer wieder beschämt von ihrem Vater. Und diese junge Frau hat diese Verletzungen angeschaut. Die ist emotional heute an einem Punkt, wo sie diese Beschämung ihres Bruders nicht mehr übernimmt. Weil die kann heute, sieht die, dass das Verhalten ihres Bruders, dass das nichts mit ihr zu tun hat, sondern dass das sein Part ist. Und dieser Bruder, der kann das noch nicht sehen, der kann seinen Part noch nicht sehen. Und ich würde es eigentlich wirklich beiden wünschen, wenn die beiden auf Augenhöhe kommen würden, weil in solchen Konstellationen und in solch extremen dysfunktionalen Familien, da leidet ja nicht nur der Sündenbock oder hier in diesem Fall die Tochter. Da leidet auch der Bruder, der verdrängt das ziemlich sicher hinter einem Panzer. Die geht mich nichts an und mit der rede ich nicht. Und ich schaue da nicht hin. Aber auch dieser Bruder wurde von seinem Vater verletzt. Der wurde ja auch verletzt und der wurde auch missbraucht. Und ich würde es diesem Bruder eigentlich wünschen, dass er sich öffnen
könnte, auch für seine eigene Familie und für seine Kinder. Weil das, was er hier mitnimmt an Gepäck, das müssen irgendwann seine Kinder bereinigen. Da müssen sich irgendwann seine Kinder mit diesen Verletzungen auseinandersetzen, weil unbewusst geben wir das an die nächste Generation weiter. Und das weiß man heute und das sieht man heute wenn man diese intergenerational Trauma, sagt man, und also generationsübergreifende Traumas, generationsübergreifende Verletzungen und generationsübergreifende Scham anschaut. Die ganzen Forschung und da wird immer noch geforscht und da wird immer noch diskutiert in Fachkreisen auch. Das ist ein Thema, das eigentlich erst seit ein paar Jahren sich geöffnet hat. Aber ich würde es diesem jungen Mann und dieser Frau, ich würde es diesen beiden Geschwistern wünschen, wenn die sich öffnen könnten und diese Situation, die entstanden ist durch die Eltern, wenn die klären könnten, auf eine gute Art und Weise. So, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Input auch geben an Menschen und zum Nachdenken anregen und vielleicht sogar Aha-Erlebnisse kreieren. Oh, so ist das. Das ist ja bei mir auch so. Danke fürs Zuhören.